Lisa, Anna und Sophie sind beste Freundinnen, die viel Wert auf ihr äußeres Erscheinungsbild legen und sich jeden Morgen lange im Badezimmer stylen, bevor sie zur Schule gehen. Sie verbringen viel Zeit damit, ihre Haare zu glätten, ihr Make-up perfekt aufzutragen und ihre Outfits sorgfältig auszuwählen, weil sie glauben, dass ihr Aussehen das Wichtigste im Leben ist. In der Schule werfen sie immer wieder einen Blick in den Spiegel, um sicherzugehen, dass ihr Make-up nicht verschmiert ist und ihre Frisuren perfekt sitzen. Sie vergleichen sich oft mit anderen Mädchen in ihrer Klasse und achten genau darauf, wer die schönsten Kleider trägt oder die meisten Likes auf Social Media bekommt. Du siehst heute so unglaublich hübsch aus, sagt Lisa bewundernd zu Anna, während sie sich gegenseitig in ihren Handykameras betrachten. Aber meine Haare sind heute nicht so glatt, wie ich es gerne hätte, das stört mich total, antwortet Anna mit einem enttäuschten Blick. Sophie macht in jeder Pause mehrere Selfies, bearbeitet sie mit Filtern und postet sie auf Instagram, wo sie immer wieder sehnsüchtig auf neue Likes und Kommentare wartet. Sie fühlt sich nur dann wirklich glücklich, wenn ihre Bilder viele positive Rückmeldungen bekommen und andere ihr bestätigen, wie hübsch sie ist. Eines Tages kommt ein neues Mädchen in ihre Klasse, das ganz anders ist als sie, denn sie trägt einfache Kleidung, benutzt keine Schminke und scheint sich nicht für Social Media zu interessieren. Ihr Name ist Julia, und obwohl sie nicht die teuersten Klamotten trägt, strahlt sie eine besondere Selbstsicherheit aus, die Lisa, Anna und Sophie nicht verstehen können. Die drei Freundinnen flüstern miteinander und kichern, als sie Julia sehen, weil sie denken, dass sie sich nicht genug um ihr Aussehen kümmert und nicht in ihre Welt passt. Warum macht sie sich nicht hübsch? Sie könnte doch viel besser aussehen, wenn sie es versuchen würde, sagt Sophie leise zu den anderen, während sie Julia von oben bis unten mustert. Julia hört die Kommentare der Mädchen, doch anstatt traurig oder wütend zu werden, bleibt sie ruhig und konzentriert sich weiterhin auf ihren Unterricht. Während der Mathestunde stellt der Lehrer eine besonders schwierige Frage, bei der sich niemand in der Klasse traut, die Hand zu heben, weil keiner die Antwort weiß. Julia überlegt kurz, hebt dann selbstbewusst die Hand und erklärt die Lösung so klar und verständlich, dass selbst der Lehrer beeindruckt ist und sie vor der ganzen Klasse lobt. Lisa, Anna und Sophie schauen sich überrascht an, weil sie nie erwartet hätten, dass Julia so klug und selbstbewusst ist, obwohl sie sich nicht um Mode oder Make-up kümmert. Nach der Schule gehen die drei Freundinnen in den Park, um ein paar neue Selfies zu machen, doch dort entdecken sie Julia, die lachend mit kleinen Kindern spielt und ein Buch liest. Lisa fasst sich ein Herz und spricht Julia an, weil sie neugierig ist, warum sie so anders ist als sie und trotzdem so glücklich wirkt. Du bist wirklich ganz anders als wir, sagt Lisa nachdenklich, während sie Julia dabei beobachtet, wie sie fröhlich mit den Kindern spricht. Ich konzentriere mich einfach auf die Dinge, die mich wirklich glücklich machen, antwortet Julia freundlich, ohne sich über die Mädchen lustig zu machen. Aussehen ist nicht das Wichtigste im Leben, denn wahre Schönheit kommt von innen und zeigt sich in dem, was wir tun, nicht in dem, was wir tragen. Lisa, Anna und Sophie denken lange über Julias Worte nach und beginnen zu verstehen, dass sie viel zu viel Zeit mit Oberflächlichkeiten verbringen, anstatt sich auf wichtigere Dinge zu konzentrieren. Von diesem Tag an versuchen sie, nicht nur ihr äußeres Erscheinungsbild zu verbessern, sondern auch ihr Wissen zu erweitern und anderen Menschen mit Freundlichkeit zu begegnen. Sie merken, dass es ihnen ein viel besseres Gefühl gibt, wenn sie sich für ihre eigenen Stärken interessieren, anstatt sich ständig mit anderen zu vergleichen. Obwohl sie immer noch gerne schöne Kleidung tragen und sich schminken, erkennen sie, dass ihr Selbstwert nicht davon abhängt, wie viele Likes sie auf Instagram bekommen. Sie beginnen, sich mit Julia anzufreunden, weil sie verstehen, dass ihre innere Stärke und ihr Wissen viel wertvoller sind als teure Kleidung oder Make-up. Im Laufe der Zeit entdecken sie, dass sie sich viel glücklicher fühlen, wenn sie sich selbst treu bleiben und ihre Talente und Interessen weiterentwickeln. Sie lernen, dass es nicht schlimm ist, sich hübsch zu fühlen, aber dass wahre Schönheit in Freundlichkeit, Wissen und Selbstvertrauen liegt. Am Ende haben Lisa, Anna und Sophie eine wichtige Lektion gelernt. Äußere Schönheit vergeht mit der Zeit, doch ein gutes Herz und kluge Gedanken bleiben für immer. Moral: Menschen, die nur auf ihr Aussehen achten, verpassen oft die Dinge, die sie wirklich glücklich machen könnten.
Lisa, Anna und Sophie sind beste Freundinnen, die viel Wert auf ihr äußeres Erscheinungsbild legen und sich jeden Morgen lange im Badezimmer stylen, bevor sie zur Schule gehen. Sie verbringen viel Zeit damit, ihre Haare zu glätten, ihr Make-up perfekt aufzutragen und ihre Outfits sorgfältig auszuwählen, weil sie glauben, dass ihr Aussehen das Wichtigste im Leben ist. In der Schule werfen sie immer wieder einen Blick in den Spiegel, um sicherzugehen, dass ihr Make-up nicht verschmiert ist und ihre Frisuren perfekt sitzen. Sie vergleichen sich oft mit anderen Mädchen in ihrer Klasse und achten genau darauf, wer die schönsten Kleider trägt oder die meisten Likes auf Social Media bekommt. Du siehst heute so unglaublich hübsch aus, sagt Lisa bewundernd zu Anna, während sie sich gegenseitig in ihren Handykameras betrachten. Aber meine Haare sind heute nicht so glatt, wie ich es gerne hätte, das stört mich total, antwortet Anna mit einem enttäuschten Blick. Sophie macht in jeder Pause mehrere Selfies, bearbeitet sie mit Filtern und postet sie auf Instagram, wo sie immer wieder sehnsüchtig auf neue Likes und Kommentare wartet. Sie fühlt sich nur dann wirklich glücklich, wenn ihre Bilder viele positive Rückmeldungen bekommen und andere ihr bestätigen, wie hübsch sie ist. Eines Tages kommt ein neues Mädchen in ihre Klasse, das ganz anders ist als sie, denn sie trägt einfache Kleidung, benutzt keine Schminke und scheint sich nicht für Social Media zu interessieren. Ihr Name ist Julia, und obwohl sie nicht die teuersten Klamotten trägt, strahlt sie eine besondere Selbstsicherheit aus, die Lisa, Anna und Sophie nicht verstehen können. Die drei Freundinnen flüstern miteinander und kichern, als sie Julia sehen, weil sie denken, dass sie sich nicht genug um ihr Aussehen kümmert und nicht in ihre Welt passt. Warum macht sie sich nicht hübsch? Sie könnte doch viel besser aussehen, wenn sie es versuchen würde, sagt Sophie leise zu den anderen, während sie Julia von oben bis unten mustert. Julia hört die Kommentare der Mädchen, doch anstatt traurig oder wütend zu werden, bleibt sie ruhig und konzentriert sich weiterhin auf ihren Unterricht. Während der Mathestunde stellt der Lehrer eine besonders schwierige Frage, bei der sich niemand in der Klasse traut, die Hand zu heben, weil keiner die Antwort weiß. Julia überlegt kurz, hebt dann selbstbewusst die Hand und erklärt die Lösung so klar und verständlich, dass selbst der Lehrer beeindruckt ist und sie vor der ganzen Klasse lobt. Lisa, Anna und Sophie schauen sich überrascht an, weil sie nie erwartet hätten, dass Julia so klug und selbstbewusst ist, obwohl sie sich nicht um Mode oder Make-up kümmert. Nach der Schule gehen die drei Freundinnen in den Park, um ein paar neue Selfies zu machen, doch dort entdecken sie Julia, die lachend mit kleinen Kindern spielt und ein Buch liest. Lisa fasst sich ein Herz und spricht Julia an, weil sie neugierig ist, warum sie so anders ist als sie und trotzdem so glücklich wirkt. Du bist wirklich ganz anders als wir, sagt Lisa nachdenklich, während sie Julia dabei beobachtet, wie sie fröhlich mit den Kindern spricht. Ich konzentriere mich einfach auf die Dinge, die mich wirklich glücklich machen, antwortet Julia freundlich, ohne sich über die Mädchen lustig zu machen. Aussehen ist nicht das Wichtigste im Leben, denn wahre Schönheit kommt von innen und zeigt sich in dem, was wir tun, nicht in dem, was wir tragen. Lisa, Anna und Sophie denken lange über Julias Worte nach und beginnen zu verstehen, dass sie viel zu viel Zeit mit Oberflächlichkeiten verbringen, anstatt sich auf wichtigere Dinge zu konzentrieren. Von diesem Tag an versuchen sie, nicht nur ihr äußeres Erscheinungsbild zu verbessern, sondern auch ihr Wissen zu erweitern und anderen Menschen mit Freundlichkeit zu begegnen. Sie merken, dass es ihnen ein viel besseres Gefühl gibt, wenn sie sich für ihre eigenen Stärken interessieren, anstatt sich ständig mit anderen zu vergleichen. Obwohl sie immer noch gerne schöne Kleidung tragen und sich schminken, erkennen sie, dass ihr Selbstwert nicht davon abhängt, wie viele Likes sie auf Instagram bekommen. Sie beginnen, sich mit Julia anzufreunden, weil sie verstehen, dass ihre innere Stärke und ihr Wissen viel wertvoller sind als teure Kleidung oder Make-up. Im Laufe der Zeit entdecken sie, dass sie sich viel glücklicher fühlen, wenn sie sich selbst treu bleiben und ihre Talente und Interessen weiterentwickeln. Sie lernen, dass es nicht schlimm ist, sich hübsch zu fühlen, aber dass wahre Schönheit in Freundlichkeit, Wissen und Selbstvertrauen liegt. Am Ende haben Lisa, Anna und Sophie eine wichtige Lektion gelernt. Äußere Schönheit vergeht mit der Zeit, doch ein gutes Herz und kluge Gedanken bleiben für immer. Moral: Menschen, die nur auf ihr Aussehen achten, verpassen oft die Dinge, die sie wirklich glücklich machen könnten.